Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es geht um Artikulation beim Blockflöte-Spielen. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Vera Petri, Blockflötistin und gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Artikulation beim Blockflöte-Spielen, das ist ganz einfach die Art und Weise, wie ihr die Töne ansetzt, wie ihr sie aussprecht. Also konkret gesagt, welchen Zungenstoß ihr verwendet zu Anfang des Tones. Also die meisten von euch werden wahrscheinlich gelernt haben, dass man jeden Ton mit einem Dü beginnt. Das heißt, man haucht beim Flötespielen bei jedem Ton in die Flöte. Und das klingt dann so. Andere haben vielleicht gelernt, man soll jeden Ton mit einem Tü anstoßen. Das würde dann in etwa so klingen. Ja, und was ich euch vorschlagen möchte, um eure Artikulation etwas nuancierter klingen zu lassen und um auch die Stücke zum Beispiel aus der Barockzeit stilistisch angebracht interpretieren zu können, dass ihr diese beiden Artikulationsarten, also Tü und Dü, abwechselt, dass ihr sie ganz gezielt da einsetzt, wo sie gut passen. Also das etwas schärfere Tü an wichtigen Stellen, bei wichtigen Noten und das weiche Dü bei Noten, die etwas sanfter sein dürfen. Und wie ihr das machen könnt, das werde ich euch jetzt zeigen. Aber erst müssen wir mal diese beiden Artikulationsarten in Kombination üben. Und da würde ich euch vorschlagen, das erstmal nur zu flüstern und gar nicht mit der Flöte zu üben. Und zwar einfach mal ein Tü und 3 Düs oder Tü, Dü, Tü, Dü oder mal Tü, Dü, Dü. Ja? Also geflüstert wäre das dann Tü, Dü, 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 Tü, Dü, Dü, Dü. Das mehrmals nacheinander, einfach mal üben. Dann jede zweite abwechselnd, also paarweise. Und auf jeden Fall auf einen Atem. Also nicht immer wieder neu atmen, sondern vorher einatmen, wie beim Flötespielen eigentlich. Und dann auf einen Atem. Und dann könnt ihr auch mal drei Noten machen mit Tü, Dü, Dü. Das wäre dann so. Das brauchen wir natürlich in einem Dreiertakt. Okay, und wenn ihr das gemacht habt, dann dürft ihr jetzt nur die halbe Flöte nehmen, empfehle ich euch, nämlich nur das Kopfstück, damit ihr ganz auf die Artikulation konzentriert seid und überhaupt nicht abgelenkt seid, mit welchem Griff mache ich das denn jetzt und mit welchen Noten, sondern wirklich nur mal mit dem Kopfstück diese unterschiedliche Artikulation üben. Zu Anfang immer das Tü. Die Anfänge würde ich euch vorschlagen, macht ihr immer mit dem Tü. Das sind die wichtigen Momente. Und die anderen Noten hinten dran mit dem weicheren Dü. Ja, und vorher immer gut einatmen, wie zum Flötespielen sonst auch. Das ist wichtig. Wenn das gut klappt, dann baut mal eure Flöte wieder zusammen und übt das Ganze mal auf einem Ton.
gut. Also wenn ihr das Gefühl habt, das klappt mit der Zunge gut und der Ton sinkt nicht immer total ab, wenn ihr ein Dü spielt, also dass das Tü super laut ist und das Dü ganz leise, dann geht mal über zu einer Tonfolge und spielt eine ganz einfache Tonfolge mit diesen Artikulationen dabei. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, wie sowas ganz konkret in einem Stück vorkommen kann. Dazu habe ich jetzt mal die Sonate in F-Dur von Georg Philipp Telemann genommen, aus dem Getreuen Musikmeister. Da haben wir nämlich gleich im ersten Vivace eine Stelle, die genau dazu passt und die ich genau so, auch wenn ich das Stück spielen würde, artikulieren würde. Also hier haben wir dann tatsächlich Vierergruppen, die ohne Sprünge drin sind. Also ein Ton kommt neben dem anderen, ohne dass das sind nur Tonschritte. Ja? Also es ist so, dass ihr bei großen Sprüngen eher mehrmals das Tü nacheinander verwenden solltet, weil das dann prägnanter herauskommt. Aber darüber spreche ich gleich noch. Da würde ich das genauso machen mit dem Tü, Dü, 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 Tü, Dü, Dü, Dü. Ja, und wenn ihr das so übt, dann könnt ihr gleich in Loriots Jodelschule. Gut, also das würde dann so klingen. Und wenn ihr das mal ausprobiert, dann werdet ihr merken, dass eure Zunge schneller spielen kann, weil sie einfach mehr Abwechslung bekommt und dass es auch schön deutlich klingt. Ihr könnt das ja mal zum Spaß dann alles nur mit Dü, Dü, Dü spielen oder nur mit Tü, Tü, Tü. Dann werdet ihr merken, dass das nicht so verfeinert klingt wie diese Abwechslung. Dann haben wir hier noch eine Stelle drin in demselben Stück ganz zu Anfang, wo alles Mögliche drin vorkommt. Hier seht ihr große Sprünge, ganz am Anfang vom C zum F runter und dann habe ich das F doppelt übrigens. Ein wiederholter Ton darf ruhig auch mit Tü, Tü angestoßen werden, damit das schön deutlich rüberkommt. Das ist nämlich so eine ganz grundsätzliche Sache. Für euch mag jetzt von nahem, wenn ihr das übt, das Tü ziemlich hart klingen und ein bisschen hölzern vielleicht. Aber Blockflötisten unterschätzen manchmal, wie deutlich es noch klingt, wenn ich 5 Meter weiter weg stehe oder in einem großen Raum sogar spiele. Dann geht nämlich ganz viel von der Deutlichkeit verloren und man kann als Blockflötist fast nicht scharf genug artikulieren, damit es wirklich dann auch gut artikuliert klingt von Weitem. Also habt keine Scheu, das Tü einzusetzen. Ja, und eben hier zu Anfang große Sprünge, eine Tonwiederholung, zweimal F, sodass ich euch raten würde, die ersten 5 Noten alle mit einem Tü anzustoßen. Das würde dann so klingen. Dann kommt wieder eine nette Figur mit 4 Sechzehnteln, wovon ihr die erste mit einem Tü machen könnt, wie bei unserer Übung vorhin, und die anderen 3 weich. Und danach kommt gleich nochmal so eine Figur. Und in Kombination klingen die dann so. Danach kriegen wir wieder ziemlich große Sprünge, F, C, F. Da würde ich wieder 3 Tüs einsetzen. Und wieder 2 ganz liebe Tonschritte, A, G und zum F. Und die wieder mit Tü, Dü, Dü. Ja, insgesamt klingt dann diese kurze Passage so. Und ich bin sehr gespannt, wenn ihr das ausprobiert an diesem Stück oder falls ihr das nicht kennt oder habt, an einem anderen Stück eben Sprünge mit Tü zu machen, kleine Tonschritte mit Dü und die Anfänge von jeder Figur sind eigentlich fast immer mit Tü. Natürlich gibt es zu jeder Regel die Ausnahme und das würde jetzt hier zu weit führen,
wenn ich jetzt alle Regeln dafür euch versuche klar zu machen. Es geht erstmal um das Prinzip und ihr könnt auch nicht viel falsch machen. Ihr dürft einfach rumexperimentieren und einfach mal hören, wie klingt das denn, wenn ich das mache und wie klappt das denn mit dem Zungenstoß dann. Ja, dann habe ich hier noch ein Beispiel im Dreiertakt rausgesucht aus einer Triosonate von Georg Philipp Telemann. Und da haben wir in diesem schönen tänzerischen Satz Clelia, haben wir Dreiergruppen. Und in dem ersten Takt zum Beispiel, da sind die auch wieder schön ohne Sprünge drin. Da würde ich immer den ersten mit Tü machen und die anderen beiden mit Tü. Also gesprochen wäre das dann Tü, 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 Tü. Und das klingt dann so. Ja, und das krasse Gegenteil dazu haben wir im selben Stück dann in Takt 9. Da sind Sprünglein erst, dann ein größerer Sprung, also Sprünge und Tonwiederholung. Also hier alles mit Tü. Und das würde dann so klingen. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Lust bekommen, damit rum zu experimentieren und bin gespannt, wie das dann klappt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein Feedback gebt, vielleicht in die Kommentare schreibt oder mich kontaktiert, wie euch das bekommt. Und natürlich freue ich mich über einen Daumen hoch und falls ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, dann denkt auch bitte dran, das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video von mir erscheint. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!